Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Und manchmal, wenn ich nicht so genau weiß, was ich nähen soll, ich möchte was nähen, aber ich weiß nicht was, und Stoff habe ich ja wirklich genug, dann hilft es mir, ein bisschen aufzuräumen und mal zu gucken, was habe ich so und was könnte ich daraus nähen. Und je weiter ich mich hier bei meinem Schrank nach unten gearbeitet habe, desto mehr fiel mir dann auf, ich habe da noch sehr viel Musselin. Und da möchte ich jetzt unbedingt was draus nähen. Und das zeige ich in diesem Video. Viel Spaß! Dabei sind natürlich gekaufte Sachen. Ich habe Klamotten geschenkt bekommen. Ich habe Sachen auf dem Trödelmarkt, also Stoff auf dem Trödelmarkt gekauft. Und da ist schon einiges zusammengekommen. Es passt gar nicht mehr richtig in die Kiste. Als erstes zeichne ich mir mein Schnittmuster. Für das, was ich mir jetzt gleich nähen möchte, brauche ich sehr viele Teile und deshalb ist hier das einfache Schnittmuster schon eine Erleichterung, da muss ich nicht immer abmessen. Ich habe mir hier ein Quadrat von 27 x 27 cm zugeschnitten und jetzt fange ich an, die Teile zuzuschneiden. Der Musselin wird dafür bei mir auch nicht gebügelt. Ich benutze hier alles Mögliche für meine Quadrate. Hier auch zum Beispiel einen Zuschnitt für ein Shirt, das ich dann doch nicht genäht habe. Also ich bin einige Zeit hier beschäftigt. Ich muss nämlich 128 Quadrate zuschneiden und damit ich nicht den Überblick verliere, mache ich mir eine Strichliste. Endlich kann ich auch mal das Kleid hier benutzen, was ich mal geschenkt bekommen habe. Die Farbe fand ich nicht ganz so gut, aber für mein Patchwork wird es bestimmt gut passen. Und mehrlagig ist auch super. Ihr seht, der Stapel ist ordentlich gewachsen und die Strichliste ist auch schon fast voll. Ich muss jetzt nur noch, ich glaube, 2 oder 4 Dinger zuschneiden. Ich weiß es gar nicht mehr, wie viel ich da noch zugeschnitten habe. Und dann habe ich alle Quadrate zusammen. Ich freue mich schon total. Das ist echt so ein schöner bunter Stapel geworden. Mit Punkten und Leo und Streifen und einfach nur schöne bunte Farben. Genauso wie ich es mag. Ich habe mir ja schon mal so einen schönen bunten Musselinschal genäht. Falls du das Video noch nicht kennst, das verlinke ich hier oben rechts. Aber jetzt geht es erstmal auf den Boden. Ich muss nämlich die ganzen Quadrate auslegen. Das heißt also nicht alle, sondern erstmal nur die Hälfte und zwar 64 Quadrate. 8 mal 8 jeweils in der Reihe und ich hatte noch gar keinen Plan, wie ich das eigentlich anordnen soll. Und habe einfach erstmal begonnen und geguckt, was passt so nebeneinander oder was möchte ich so mehr im Blickpunkt haben und was kann lieber an den Rand. Und so habe ich mich nach und nach vorgearbeitet, bis ich dann die Reihen zusammen hatte. Die Quadrate lagen dann schon mal. Es gefiel mir auch ganz gut, aber das eine oder andere habe ich natürlich noch ausgetauscht. Ich bin mal von allen Seiten rumgegangen und habe geguckt, was ich noch verbessern könnte. Und dann ging es ans Nähen, habe ich mir mal die erste Reihe geschnappt und die Quadrate aneinander genäht. Ich habe mir da auch Zeit gelassen, jede Reihe einzeln aufzunehmen und ein bisschen aufstehen zwischen den Näheinheiten. Das tat mir auch ziemlich gut. Also ich habe das an so einem total verregneten Nachmittag gemacht und habe diesen Nachmittag in meinem Nähzimmer echt genossen, wie ich das eigentlich immer tue, wenn ich da bin. Tür zu und abschalten. Ja, weit bin ich inzwischen gekommen. Jetzt nähe ich die Reihen aneinander. Also als ich die Quadrate genäht habe, da habe ich nichts geklammert oder so, einfach genäht. Aber jetzt so bei den Reihen, da klammer ich schon die Nähte aufeinander, sodass die Karos nachher gut von den Nähten her aufeinander passen und nähe das dann alles mit der Overlock zusammen. Es hat bei mir echt ein bisschen gedauert, bis ich meine Liebe für Musselin entdeckt habe. Und zwar habe ich mir als erstes ein gebrauchtes Kleidungsstück, irgendeine Bluse auf dem Trödelmarkt gekauft, um das mal auszuprobieren, ob ich das gerne anziehe. Und ja, ich ziehe es gerne an und ich habe es überhaupt gerne auf der Haut und deshalb werde ich mir hier auch eine Bettwäsche nähen. Und so sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Ich finde es richtig schön und bin super happy.
Aber die zweite Seite, die mache ich erst morgen. Ich bin ganz schön platt, dachte ich. Aber nach einer kurzen Pause hat es mich doch nicht in Ruhe gelassen und ich musste zumindest schon mal die Quadrate auslegen, um auch zu gucken, was ist überhaupt übrig geblieben. Deshalb liegt hier am Tag 2 auch schon meine zweite Seite und ich finde, es ist ein richtig schöner bunter Mix geworden und jetzt nähe ich einfach mal weiter. Es ist Sonntag und es ist wieder schlechtes Wetter, also ich kann in Ruhe weiter nähen und das habe ich auch gemacht und das ist Teil 2 von meiner Bettwäsche. Auch wieder richtig schön bunt, es war genug Mix übrig. So, die beiden Seiten kommen jetzt auf jeden Fall mal rechts auf rechts aufeinander. Also die unteren Seiten, die man hier nicht sieht, die habe ich schon mit der Overlock versäubert. Und an den anderen 3 Seiten lege ich jetzt die Nähte aufeinander und klammer das. Und das nähe ich dann einfach mit der Overlock zusammen. Als Verschluss für die Öffnung nehme ich einfach Kammsnaps und dafür habe ich schon ein bisschen Bügelvlies auf das Musselin gebügelt, damit es besser hält. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Alles zusammengenäht, richtig schön bunt. Und ja, ich mache mal ein kleines Freudentänzchen. Ich bin fast fertig. Morgen geht's weiter. Jetzt ist nicht mehr viel zu tun. Ich habe gestern noch die Druckknöpfe festgemacht. Und da sind sie. Und jetzt fehlt mir natürlich nur noch was für die Kopfkissen. Da habe ich hier auch schon mal die Sachen rausgesucht, beziehungsweise zugeschnitten. Also einmal Reißverschlüsse und die Stoffe sind passend für meine Kissen. Reißverschlüsse habe ich ja immer genug, wenn ich meine Kissentaschen nähe. Da werden die immer oder fast immer oben abgeschnitten und das Raustrennen ist auch super einfach. Die werden immer mit einem sehr großen Stich eingenäht, was mich mal ein bisschen wundert. Ich habe hier noch eine bessere Farbe gefunden, die werde ich jetzt für das eine Kissen nehmen. Da ist das Gelb doch ein sehr starker Kontrast. Und hier habe ich das schon eingenäht. Und ich habe natürlich auch überlegt, wird das reichen vom Platz her? Aber ich denke, das Kissen ist super weich und fluffig, das werde ich schon da reinstopfen und es geht. Also, Reißverschluss vom Kopfkissen passt. Das zweite Kopfkissen habe ich natürlich auch noch genäht und jetzt habe ich eine super schöne, kuschelige Bettwäsche für mich. Ich freue mich einfach nur. Was jetzt nur noch fehlt für meinen besten Schlaf, ist meine Schlafmaske. Die habe ich selbst genäht. Das ist Schnittmuster Heaven und das Schnittmuster biete ich in meinem Shop an. Genauso mit noch einigen anderen Schnittmustern für Taschen und so dies und das. Hier hast du einen kleinen Überblick. Ich freue mich, wenn du einfach mal in meinem Shop vorbeischaust. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch mein Video gefallen hat und freue mich über einen Daumen hoch. Und auf ein Feedback bin ich auch total gespannt, also lasst mir gerne einen Kommentar da. Du kannst natürlich auch kostenlos meinen Kanal abonnieren, wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest. Das wäre super klasse und eine tolle Unterstützung für meine Arbeit hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann!